Wir befinden uns hier bei der öffentlichen Versicherung in Braunschweig, in deren Hauptgebäude, und wir sehen eine Ausstellung, die ich mit meinen Studierenden in den letzten Semestern vorbereitet habe. Der Titel lautet Virtual Reality zum Greifen nah und zeigt 8 verschiedene Arbeiten, die in den letzten Semestern entstanden sind. Virtual Reality ist in eine neue Phase eingetreten, die Tools sind einfacher zu bedienen, man kann im Unterricht damit innerhalb eines Semesters zu vorzeigbaren Ergebnissen kommen. Um eine Virtual Reality Experience wahrnehmen zu können, braucht man natürlich eine Brille. Und in unserem Fall, wir haben hier sozusagen ein High-End-System, was auch über einen Sender funktioniert. Das heißt, wir brauchen gar keine Kabel mehr. Und um unsere Hände sozusagen ins Spiel hineinzuholen, brauchen wir natürlich auch 2 Controller, einen für die linke und für die rechte Hand. Also VR hat sehr viel mit der körperlichen Erfahrung und dem Raum zu tun, was es sehr nah mit dem Theater verbindet. Im Theater geht es auch, vor allem im performativen Kontext, der an der HBK ja sehr stark ist, auch um den Körper, um den Raum, um die Erfahrung zwischen Menschen. Und ich denke, dass VR ein Medium ist, mit dem man sehr gut diese Erfahrungen produzieren kann. In der Virtual Reality erschaffen wir eben eine dreidimensionale interaktive Umgebung und in der Kunst versuchen wir Welten durch unsere Bilder zu schaffen. Und ich glaube, das ist die Schnittmenge, die mich dabei am meisten interessiert, eben eine Narration in solche Bilder auch zu bringen und dann eben eigene Welten zu erfinden. Mit der Spielart Virtual Reality verbinde ich auch die Hoffnung, neue Formate auszuprobieren, die im Gegensatz zu Film und Buch auch andere Qualitäten an die Macher stellt, an die Gestalter, an den Regisseur, an die Geschichte. Bei meiner Virtual Reality Experience High-Rise geht es um ein Hochhaus in den frühen 80er Jahren, was als utopisches Projekt gebaut wird, um eine ganze Gesellschaft darin aufzunehmen. In den Innenräumen herrscht völliges Chaos und wir versuchen uns da zurechtzufinden. Es ist eben die Anarchie ausgebrochen und wahnsinnige Stimmen sprechen durch Lautsprecher, Durchsagen, ein irgendwelches Geschwätz ins Ohr, aber auch das ist eben Teil der Geschichte und auch dadurch erfahren wir eben mehr über das Projekt High-Rise. In meinem Spiel ist mir besonders wichtig gewesen, einen großen Wert auf die narrative Seite zu legen und ich glaube, das habe ich durch diese Lautsprecherdurchsagen und eben durch das Environmental Storytelling ganz gut hingekriegt. In der VR-Experience Dungeon geht es um das Entfliehen aus einem Dungeon, also aus einem mittelalterlichen Verlies. Es ist ähnlich wie Einführungslevel in klassischen Rollenspielen, also in klassischen Computerspielen. Und es geht einerseits auf der visuellen Ebene um dieses Dungeon, aber auf der auditiven Ebene geht es eigentlich um ein Einsteigen in VR und in diese Erfahrung von Körperlichkeit, was es bedeutet, in einer programmierten Welt zu sein. In meinem Colorint, was wir hier sehen, geht es darum, dass man sich wie in einem Adventure-Game fortbewegen muss und sich seinen Weg durch das Labyrinth bahnen muss. Zunächst ist der Weg des Labyrinths versperrt und mit jeder weiteren Etappe, die es gilt freizuschalten, fügt sich eine Audio-Loop-Sequenz hinzu, die sich am Ende des Spiels zu einem kompletten Beat zusammensetzt. In meiner Virtual Reality Experience Make Light geht es darum, dass der Spielende in ein Labyrinth geworfen wird, was aus grauen Häuserschluchten besteht, in dem die Orientierung zwar schwer ist, aber sich nach und nach durch das Freischalten verschiedener Lichter eine Orientierungshilfe bildet und den Spieler so da durchführt und ihn auf jeden Fall Hintergründe erfahren lässt und den Weg finden lässt. Pantalis Potion Escape ist ein interaktiver Escape Room, bei dem man in einem Raum eingesperrt wird. Man muss feststellen, dass die Tür hinter einem verschlossen ist und einen anderen Weg aus dem Raum finden. Dabei geht es darum, den Raum zu erkunden und verschiedene Zaubertränke zu entdecken und die dann auf einem Platz zu positionieren. Man muss so ein bisschen farblich zuordnen, wo welcher Zaubertrank hinkommt auf dem Tisch. Und wenn alle richtig positioniert sind, dann öffnet sich eine Tür und man kommt aus dem Raum. Mein Spiel ist im Rahmen eines Semesters entstanden. Innerhalb dieses Semesters habe ich mich damit beschäftigt, wie funktioniert die Unreal Engine,
welches Projekt möchte ich überhaupt umsetzen, thematisch und was für einen roten Faden gibt es. Und gleichzeitig musste ich auch noch lernen, wie man mit verschiedenen Programmen zum 3D-Modeling und Texturing umgeht. Und das alles in einem Semester unter einem Hut zu bringen, war natürlich nicht so einfach. Die größte Erwartung, die ich an mich selbst gestellt habe bei dem Projekt als Lehrender, war, gelingt es in kurzer Zeit zu akzeptablen Ergebnissen zu kommen, weil Virtual Reality ja doch nun ein komplexes Thema ist und man unterschiedliche Gestaltungsqualitäten benötigt, bis hin zur Soundgestaltung, das Regisseur, Geschichten erzählen, 3D-Gestaltung der Räume und auch etwas Informatikanteile, ohne dass man selbst programmieren muss, aber man muss ein bestimmtes logisches Verständnis entwickeln, indem man dann eben auch eigene kleine Spielregeln erfindet, um eben auch spielerische Komponenten zu integrieren. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Hindernisse und Probleme, die es zu überwinden gilt. Aber die Tools und die Tutorials, die man an die Seite gestellt bekommt, mittlerweile durchs Internet, aber auch durch andere Ressourcen, durch Blogs, durch Texte, sind so umfassend. Und wenn man diese nutzen will und diese auch nutzt, kann man auf jeden Fall die meisten Hindernisse überwinden und so seiner Kreativität freien Lauf lassen und eigentlich fast alles umsetzen, was einem einfällt. Und das muss man auch erstmal lernen. Aber wenn das dann funktioniert, dann kommt man damit sehr, sehr weit. Man muss die Voraussetzungen mitbringen, sich selber motivieren zu können und das ein oder andere Mal vielleicht auch etwas länger nach gewissen Lösungen zu suchen. Das klappt manchmal nicht auf Anhieb, aber je länger es dauert und je energischer man dranbleibt, desto mehr freut man sich am Ende dann darüber. Man muss sozusagen eigentlich das Hochhaus nachbauen. Und ich bin nun kein Architekt, deswegen war es sehr schwierig, ein brutalistisches Gebäude eben nachzubauen. Man ist überrascht, was man alles so schaffen kann mit ein paar kleinen Prinzipien, wenn man eine gute Idee hat. Deswegen liegt der Hauptteil der Veranstaltung darauf, ein Projekt zu entwickeln, eine durchgängige Idee, und man kriegt unterstützend Hilfe dabei, wirklich einen roten Faden zu entwickeln. All das erfordert natürlich Erfahrung und das heißt, man braucht Zeit. Ein Semester ist schon sehr kurz bemessen. Es gelingt innerhalb eines Semesters durchaus zu sehr akzeptablen Ergebnissen zu kommen. Manche der Projekte haben sich über 2 Semester und länger erstreckt. Überrascht war ich über die Vielfalt der Ergebnisse, von spielerischen Ansätzen zu erzählerischen Ansätzen oder auch rein simulativen Geschichten. In jedem Projekt hat jeder Student was ganz anderes gelernt und mitgenommen. Ein Projekt kann gar nicht all das wiedergeben. Und das ist natürlich auch eine schöne Sammlung, das haben wir zum Teil aufgezeichnet, das kann man wiederverwerten. Und ich bin gespannt, was in Zukunft dabei entstehen wird.